Der geschäftige Wochenmarkt war ein Wirbelwind aus Farben, Gerüchen und Geräuschen. 5-jährige Emma, mit ihren blonden Zöpfen und neugierigen Augen, flitzte zwischen den Ständen herum. Doch plötzlich blieb sie wie angewurzelt stehen. An einem Telefonmast, hinter einem Haufen Kartons, hing ein deutscher Schäferhund an einer kurzen Kette. Seine Augen waren traurig, sein Körper zitterte leicht. »Mama, schau«, rief Emma, der arme Hund. »Er ist ganz alleine.« Emmas Mutter, Anja, folgte ihrer Tochter mit einem besorgten Blick. »Ja, Schatz, das ist nicht schön. Wir sollten mal schauen, ob es ihm gut geht.« Emma rannte auf den Hund zu, ihre kleinen Hände streichelten vorsichtig sein Fell. »Ich nenne dich Zeus«, flüsterte sie ihm zu. Der Hund reagierte mit einem leisen Wimmern, aber er leckte Emmas Hand. In diesem Moment spürte Emma, dass er nicht nur ihr Mitleid, sondern ihre Liebe brauchte. Die nächsten Wochen wurden zu einem Ritual. Emma und Anja besuchten Zeus jeden Samstag. Sie brachten ihm Wasser, Leckerlis und spielten mit ihm. Stück für Stück wuchs das Vertrauen zwischen Emma und Zeus, und Emma spürte, wie er sich immer mehr zu ihr hing. Doch Zeus hatte nicht nur eine traurige Vergangenheit, er hatte auch Angst. Manchmal bellte er plötzlich laut, schlug mit dem Schwanz, und sein Verhalten war unvorhersehbar. Eines Abends, als Emma Zeus am Markt besuchte, sah sie, wie ein Mann an der Kette zog und den Hund schrie. Dieser Anblick war für Emma unerträglich. Sie rannte zu ihrer Mutter, die Tränen in den Augen. »Wir müssen ihn retten, Mama«, flehte sie. Anja, die selbst mit einem schweren Herzen auf Zeus blickte, wusste, dass Emma recht hatte. Sie sprach mit dem Marktbesitzer und bot an, Zeus zu adoptieren. Die Bedingungen waren nicht einfach. Zeus war kein gewöhnlicher Hund. Er brauchte viel Geduld und professionelle Hilfe. Anja und ihr Mann, Thomas, beschlossen, es zu versuchen. Sie holten Zeus nach Hause, gaben ihm ein eigenes Bett und viel Liebe. Emma verbrachte jede freie Minute mit ihm, spielte mit ihm, las ihm Geschichten vor und versuchte, ihm die Welt zu erklären. Doch Zeus' Angst war tief verwurzelt. Oft zuckte er zusammen, bellte und knurrte, ohne ersichtlichen Grund. Eines Abends, als Zeus wieder unruhig wurde, brach Anja zusammen. »Wir schaffen das nicht«, sagte sie, ihre Stimme voller Verzweiflung. Thomas tröstete sie. »Wir haben doch alles versucht, Liebe, Geduld. Aber vielleicht brauchen wir professionelle Hilfe.« Sie kontaktierten einen Hundepsychologen, der Zeus untersuchte. Der Psychologe erklärte, dass Zeus traumabedingte Verhaltensauffälligkeiten habe und dass es Zeit brauche, ihm wieder zu vertrauen. So begannen die regelmäßigen Trainingseinheiten. Der Psychologe half ihnen, Zeus' Angst zu verstehen und ihn sanft und konsequent zu trainieren. Emma war immer dabei, ihre Liebe und Geduld waren unerschütterlich. Es dauerte lange, aber langsam änderte sich Zeus' Verhalten. Er begann, Emma anzuschauen, ohne Angst. Er spielte mit ihr, freute sich über Streicheleinheiten und sogar ein paar Leckerlis. Die Reise mit Zeus war nicht immer einfach. Es gab Tage, an denen es Rückschläge gab. Doch Emma und ihre Familie gaben nicht auf. Sie hatten gelernt, dass Liebe, Geduld und Vertrauen Berge versetzen können. Mit jedem Tag, mit jedem kleinen Erfolg, wuchs die Hoffnung. Die Hoffnung auf ein Leben in Sicherheit, Liebe und Freude für Zeus. Die Hoffnung auf eine Zukunft, in der Emma und Zeus nicht nur Gefährten, sondern beste Freunde sein würden. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.